Roundup, No Way Out, den Film haben wir jetzt gerade gesehen. Ist ein aktueller, brandneuer Film fast, also ist 2023 rausgekommen und ich habe da echt recherchieren müssen. Gut, Don Lee, den kenne ich schon aus anderen Filmen, der ist schon eine bekannte Größe für mich, den kenne ich. Der hat auch Transfer to Busan mitgemacht, ja. Und den habe ich schon davor kennt, aber da habe ich schon, es gibt Filme, okay, da muss ich recherchieren, es gibt viele Filme, da weiß ich aus dem FFF, wer war Regie, wer war Musik, wer hat mitgespielt, aber es gibt auch Filme, da muss man halt neu nachrecherchieren, weil man lernt nie aus an der Filmszene, es kommt immer was Neues dazu und das macht ja die Sache auch spannend, interessant und spektakulär, ja. Also 2023 rausgekommen, Regie Lee Sang-yong, ja, wie schon gesagt, Don Lee hat mitgemacht. Dann ein Moon-net-ka Aoik, Lee Yun-wook, Lee Sang-yi, Yan Suk-ho, Lee Bong-so, Park Ji-yawan, Jun Kunimura, Kui Pil-go, Gong Tae-woo, Hong Chun-yong, Ryu Song-won, Lee Chin-ye, Gang Yeon, Kim Min-gwa, Bia Nuri, Min Kim, Kim Do-gyeon, Han Guyo-won, Kim Min-ye, Yan Se-ho, Choi Wong-ye, Lee Se-ho, Lee Jae-gui, Lee Ji-won, Jim Ong-wen, Sun Yin-wang, Han De-ye. Alle Schauspieler so weit, waren ein paar Meter bei ihm aufgezählt. Und Spoiler-Alarm an der Stelle. Ja. Ist ein Police-Film, ist auch ein Boxfilm. Könnte man in der Box-Ecke einstellen, könnte man in die Police-Ecke einstellen. Ich stelle wahrscheinlich in die Police-Ecke ein. Ja. Hat ein gutes Message gegen Drogen. Ja. Hat auch, wie sagt man so, ist auch ein Comedy-Film stellerweise. Dann wird es auch wieder dramatisch und rasant. Dann da wird es wieder, ja, also war schon eine bunte Mischung. Hat sich aber nicht besser, das sind sie so gemacht, dass das einfach kreativ zusammenläuft und ist einfach ein Movie-Spaß. Ja. 9,99 beim Drogeriemüller gekauft, also physische Medien sterben nicht aus, also gibt es Geschäfte, gut, war früher, da gab es Geschäfte, war es früher mehr los, da gab es Geschäfte, die machen es halt nicht mehr, weil sie sagen, rendiert sich für uns nicht in unserer Region, und da gibt es halt Geschäfte, die sogar noch mehr ausbaut und sogar noch mehr an Auswahl, wie sie früher hätten. Ja. Ist schon mal die Nachfrage. Du da den Handel bestimmen. Ja. So. Spoiler an der Stelle. Ja. Drogenhändler töten Cop, der sie erwischt hat. Ja, dann woanders bei Verkehr. Also spielt eigentlich auch die Handlung spielt in Korea, aber später die japanische Mafia damit reingrätscht, die Yakuza. Ja. Bei Verkehrschaos, Schlägerei, ein Polizist wird schikaniert. Don Lee räumt auf. Ja. Also der mit seiner Box moved, sorgt auch Ordnung. Ja. Und der quasi, also boxtechnisch, er ist ein perfekter Boxer, ein perfekter Kraftsportler, hat er die gute Muskeln, perfekte Muskeln. Dann halt auch das Charisma, wo der als Schauspieler ausstrahlt, ist schon genial. Also die Box-Move, seine Muskeln haben eigentlich normale 11 verdient, aber was der ganze Film dann verdient hat, das sieht man beim Ende der Nummer da.
Ja gut, er hat dann mit seinen Box-Move dann doch mehrere Gegner gehabt und dann nach Ordnung guckt. Ja. Äh, ja, es wird jetzt ein Mordfall aufgelöst, was mit dem Drogenhandel in Verbindung steht. Unsere Cops undercover in der Disco, Kampf gegen Drogenhandel, deswegen sind undercover drin. Ja. Die wurde dann vom Sesam da eingeschleust. Da gibt es dann in der Disco und im Club gibt es dann nochmal eine VIP-Lounge, ja, VIP-Lounge nennt sich das, und da war wieder ein Türsteher und ja, unser Don, der boxt den um, also mit grandiose Techniken. Ja. Dann tut er die ganze VIP-Lounge aufmischen, weil da wird total voll mit Drogen gehandelt, ja, und ja, benutzt halt, ja, konsumiert, benutzt, ja. Ja, da kommen so wieder so zwei so Sicherheitswächter, die zwei Prügel, also keine schmächtige Typen, die haut er dann auch richtig mit Boxmove. Alle Boxmoves sind genial. Also wer auf Boxer steht, ja, für den ist der Film richtig super. Ja. Dann haut sie, ja, die Cops holen Geständnis aus dem Clubchef und sind auf heißer Spur. Ja, Sesam, der Schleuser, hilft ja, unsere Cops immer. Ja, dann mischt nächsten Drogenladen auf. Ja. Und jetzt kämpfen sie gegen die japanische Yakuza, gegen die japanische Mafia. Jetzt wird es richtig gefährlich. Ja, Don mischt mit seinen Box-Moves dann wieder mal eine ganze Gruppe auf. Ja. Da gibt es einen Killer mit einem Samurai-Schwert, ja, der auch Blutschlachten umherrennt, ja, mit seinem Katana-Schwert. Dann, was die Handlung mehr Tiefe gibt, auch die Gangsterorganisationen bekämpfen sich auch gegenseitig noch. Ja. Jeder will mehr. Ja. Finalboxkampf zum Beispiel, Don als Boxer gegen den Samurai-Schwertkämpfer, ja, Meister, Sensei. Genialer, also von der Kampfeschoreografie genialer Finalkampf. Und da gibt es einige Finalkämpfe. Ja. Wie das weitergeht, will ich nicht verraten. Gerade Don mit seinen Jungs, mit den anderen Cops quasi, den Drogenhandel stoppen. Oder geht er drauf mit seinen Jungs. Ist ja schon ein Cop da drin gestorben in der verkehrten Handlung. Dann wird der Drogenhändler gewinnen. Was passiert, das will ich nicht verraten. Wird auf jeden Fall noch actionreich, den müsst ihr euch selber anschauen. Deswegen erzähle ich nur ein bisschen, weil es soll nur ein Geschmäckle geben, dass ihr euch den Film kauft und anschaut. Allwar schon perfekte Kampfszene. Ja. Muss man sagen, auch die Schauspielleistung von Elle war sehr überzeugend und die andere, die wo der Samurai-Typ und die andere, wo der auch kampftechnisch da aufgeräumt haben, da war ein MMA-Typ auch dabei, die waren auch genial. So. Dann die Atmosphäre, Großstadt-Feeling und haben auch immer Kulissewechsel gemacht, war perfekt. Das sind sie magisch und super rübergebracht. Also super Kameraführer, super Schnitttechnik. Die Story war soweit auch gut, mit der Botschaft gegen Drogen, finde ich super. Nur die Story hat dann doch entweder war sie rasant, ja, und dann hat sie aber nicht durchgehend rasant, sondern hat dann stellerweise dann auch mal wieder trockene Zähne gebracht und dann ist wieder spannend geworden. So, ja. Dann war es mal, also, muss ich sagen, stellerweise auch zu brutal. Ja. Und ich habe da echt mit der Punkte im Kopf da jonglieren müssen. Ja, und
beim Schluss ist richtig rasant spannend geworden, hätte eigentlich dann eine höhere Punktzahl verdient, sogar noch, wie es jetzt geben will, aber ich berücksichtige die kleinen Mängel und die Pluspunkte, da war die Pluspunkte und das Geniale war doch noch höher, ja, dass er ganz große Nummer verdient hat, als von 1 bis 10 hat er eine 10 verdient. Ja. Und das ist eine ganz gute Benotung, eigentlich eine ziemlich perfekte Benotung. Ja. Da steht auch drauf, harte Fäuste, böse Gangster und coole Sprüche. Don Lees Rückkehr als Beast Cop. Ja. Also wenn ihr noch mehrere Filme kennt von ihm, könnt ihr mir welche auch empfehlen. Ja. Weil von dem möchte ich eigentlich noch mehr in meiner Sammlung haben, der ist richtig super. Ja. Und ist auch der Beweis, man kann dick sein und sportlich. Ja. So. Ja. Weil einer der Letzte dann über meine Dicke gelästert hat und gut, ich bin ja nicht mehr so dick wie ich mal war, das war ja aus Liebeskummer und hat auch mit anderen Leuten einen Kanal, da ist auch ein Dicker dabei und der tut sich auch super verteidigen, also ist dann gegen den auch, das ist auch so ein bisschen merkwürdig. Dann kommt hinzu, ich habe das jetzt nur am Rande mitgekriegt, habe es noch recht angeschaut, aber ich habe immer eine saubere Wohnung. Ja. Jeder, der durchläuft, wenn ich mal Besuch kriege, dass ich dann, sag mal, bin ich hier im Möbelhaus oder in einer Filmkulisse, so, habe ich auch mal jemanden gehabt, der das gesagt hat, da sage ich, ja wieso? Ja, ja, das ist ja so sauber. Also es gibt schon einige, die so den Sprüch raushauen. Und die einzige Marke, wo ich habe, ich lasse Spinnen leben und Käfer leben und so, weil die haben nichts mit meiner Ernährungskette zu tun. Ja. Wenn ich das macht gar keinen Sinn. Ja. Das hat man keinen Nutzen, denen zu schaden. Ja. Und das sind auch irgendwie possierliche Tiere und denen auch ihr Recht aufs Leben, sagen wir so. Das sind auch Gottes Wesen und die machen mir ja nichts. So. Und ich glaube an Gott und Karma und so weiter und ich möchte auch von niemandem, der größer ist wie ich zertreten war. Und es gibt auch Leute, die sind größer wie ich vom Status her und sonst wie. Und deswegen lasse ich es halt am Leben. Das ist das Einzige, dass ich Spender am Leben lasse und Käfer und so weiter. Ja. Sonst ist meine Wohnung top-tipp fit sauber. Ja. So. Das zum Sagen noch. Ich bin da immer beim Putzen, beim Machen, an Dr. Julian weiß, der mit mir WhatsApp-Kontakt gehabt hat, wenn ich sage, ja, ich habe jetzt wenig Zeit, ich muss das und das putzen. Also entweder bin ich im Geschäft, im Training, beim Putzen oder YouTube-Clips drehen. So. Und hin und wieder gucken wir einen Film an, oder ja, das schon oft, sagen wir so. Also, aber ich bin immer beim Putzen, aber wie schon gesagt, das Einzige, ich lasse halt Spinnen leben, weil das ist halt, ich finde, dass die auch quasi, die essen dann auch andere Ungeziefer und Spinnen sind nicht umsonst da, das ist halt der Kreislauf der Natur. Ja. So, also ich finde den Film, der war richtig genial, der kommt auch mit Ehre und Stolz in meine Sammlung, der Trailer wird dann in meinen Beitrag, früher hat es Community-Bereich geheißen, jetzt schon halt Beitrag drauf, da wird halt dann, der Link wird dann, ich verlinke es dann in meinem Kanal, den Trailer, wenn ihr ihn findet, und wenn ihr findet auch Making of, dann muss ich extra mal gucken. Aber ich finde den Film super, kann ihn euch nur empfehlen. Ja. Also mir hat er voll mitgenommen. Oh gut, jetzt ist, ja, einfach genial halt, gell. Also ab 16, das hat mir dann schon ein bisschen, also ab 16 hätte ich nicht gemacht, den hätte ich schon ab 18 gemacht. Der war eigentlich schon heftig brutal. Also da gab es damals Filme, die waren harmloser und die hat man ab 18 gemacht und jetzt, also ab 16 hätte ich den nicht gemacht, also definitiv nicht. Ja. So. Das ist der Front.
Bein und ja, der Back. So. Das ist auch der Typ mit dem Samurai-Schwert drauf. Ja, und Don Lee auf einer Kraftmaschine. Ja. Der strahlt auch wirklich Charisma aus und ich muss alles sagen, auch wenn ich von Bud Spencer viel halt, rein kampftechnisch von den Showkämpfen finde ich den Don Lee tausendmal besser. Ja, ihr könnt mit zur Reise, wenn ihr wollt, aber ist halt meine Ansichtssache, ja. Und ich fand auch super, wie die die fernostasiatische Kultur da in dem Film rausgekommen ist. Ist auch ein Bombenfilm, ja. So, und das war's jetzt mal von heute, ja. Ja, und Leute, die über andere schlecht sprechen oder irgendwie andere schikanieren, weil die bringen halt selber nichts auf die Kette, deswegen machen sie das halt, weil sie sich innerlich schwach fühlen und wenn sie dann über andere herziehen, dann fühlen sie sich in dem Moment stark, aber ist eine Fake-Stärke. Ja. Eine Stärke ist sieht nämlich ganz anders aus, ja. Nämlich das Miteinander und sich für andere stark machen und nicht andere durch den Sumpf ziehen. Ja. Und mehr brauche ich nicht sagen. Der Film war super stark. Da kommt gleich mal Police-Ecke rein. Ja. Polizisten sind für mich die Helden des Alltags, die riskieren für uns Kopf und Kragen, dass wir sicher leben können. Das müssen wir anerkennen und respektieren. Und für mich hat auch, haben die Polizisten auch einen hohen Stellenwert der Gesellschaft und sind für mich eigentlich Superstars. Gell? So, Lieferung Ende im Gelände. Ich wünsche euch was. Zeit sehen. Ade, das wieder Paga. Vierte.